Hi, in diesem Video möchte ich dir die wichtigsten Tipps zum Haarezeichnen geben. Ich werde dir zeigen, wie du so eine einfache Strähne zeichnen kannst und sogar wie du so eine ganze Frisur zeichnest. Bleib also auf jeden Fall dran. Im ersten Teil des Videos werde ich dir zeigen, wie du so eine ganz einfache Strähne malen kannst. Ich werde dir dabei die wichtigsten Tipps und Tricks zeigen, die dir dabei helfen, die Strähne möglichst realistisch wirken zu lassen. Im Anschluss daran male ich dann mit dir eine ganze Frisur und zeige dir hier viele wichtige Tipps, die dir dabei helfen, diese ganze Frisur gut auszulegen, damit es wunderbar ausschaut. Es lohnt sich also auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, wenn du keine wichtigen Tipps verpassen möchtest. Falls du neu bist auf meinem Kanal, ich bin Simon Gillmeister, professioneller Künstler und Unternehmer und ich zeige dir jede Woche in meinen Videos, wie du kreativer sein kannst und wie du selbst auch einen kreativen und freien Lebensstil führen kannst. Wenn dich das also interessiert, abonniere bitte jetzt den Kanal und wir fangen direkt an. Zuerst möchte ich dir mal zeigen, welches Werkzeug ich verwende. Ich benutze für die sehr dunklen Bereiche einen Kohlestift 3B. Ich verwende für die Highlights einen Radiergummistift. Ich habe hier einen 4H-Bleistift für sehr feine Haare und dann noch weitere Bleistifte, wie zum Beispiel diesen 2B hier und den 6B. Ansonsten verwende ich auch noch sehr gerne den Radiergummistift von Tombow, diesen Mono Zero für sehr feine Details. Da funktioniert er sehr gut zum Radieren. Zum Verwischen nehme ich oft einen Pinsel, der sollte sehr fein sein, oder so einen Papierwischer für sehr starke Bereiche, die ich verwischen möchte. Okay, das war's erstmal zu der Ausrüstung und dann würde ich eigentlich sagen, wir können direkt anfangen. So, als erstes nehme ich mir mal einen Bleistift und da ist gar nicht so wichtig, was der jetzt für eine Härte oder Weiche hat. Es geht einfach mal darum, dass man ganz grob aufzeichnet, wie soll meine Strähne überhaupt aussehen. Da sollst du dir auch nicht zu viele Gedanken machen. Es geht einfach wirklich nur darum, mal eine grobe Form. Du kannst da nicht viel falsch machen, ob die Strähne jetzt ein bisschen breiter ist, ein bisschen länger, ob die ein bisschen schräger ist. Das macht alles gar nichts aus. Also hier ist wichtig, einfach mal zu starten, ohne Angst und ganz frei diese Strähne hier zu skizzieren. Wenn du die Strähne dann grob in Form gebracht hast, geht es auch schon direkt mit dem dunkelsten Stift, dem 3B Elanio Kohlestift weiter. Hier wirst du dich vielleicht wundern, wenn du in anderen Tutorials gesehen hast, dass du mit hellen Stiften anfängst und dann immer dunkler wirst. Da wir aber in dieser Zeichnung Kohlestifte und Bleistifte verwenden, damit wir noch dunkler malen können, musst du zuerst mit den dunklen Stiften malen. Das kommt daher, dass man mit Kohlestiften nicht auf Bleistifte malen kann, wenn diese sehr stark ins Papier eingezeichnet worden sind. Merk dir also, wenn du Kohlestifte mit Bleistiften mischen willst, dann als erstes den Kohlestift und danach mit dem Bleistift darauf. Andersrum funktioniert es nicht. Und wir nehmen den Kohlestift, weil er deutlich dunkler geht als der dunkelste Bleistift. Bleistifte sind nämlich immer nur eher silbern und schimmernd, während ein Kohlestift komplett dunkel wird. Du fährst also von den dunklen oberen und unteren Bereichen der Strähne mit dem Kohlestift immer so zur Mitte und wirst zur Mitte hin weich und lässt es auslaufen. Das ist sehr wichtig. Und kannst dann im nächsten Schritt so einen weichen Pinsel nehmen, um auch diese Bewegung auszuführen. Also immer vom Dunklen nach Hellen und zwar ganz wichtig im Verlauf der Strähne. Du sollst jetzt also nicht schräg dazu fahren, sondern ideal immer so wie die Haare liegen und von dunkel nach hell die Kohle rausziehen. Das hat den Grund, dass du dann eine schöne Form erzeugst, indem du aus dem dunklen Bereich die Kohle zur Mitte hin verwischt, wirst du langsam immer heller und es ergibt sich diese Kurve. Im nächsten Schritt verwende ich dann wieder den Kohlestift. Das hat den Grund, dass wir am Anfang an den Rändern zwar schon dunkel gemalt haben, aber noch nicht richtig dunkel. Und wir haben ja den Pinsel genommen
um die Kohle zu verwischen. Dadurch sind wir ja wieder heller geworden. Ich gehe also an den Rändern oben und unten jetzt wieder noch dunkler und fange aber auch schon an, teilweise mal die ein oder andere Abgrenzung in dieser Strähne zu zeichnen. Man sieht sehr gut in dem unteren Bereich, wo ich so einen Strich hochgezogen habe, dass ich hier so eine Unterteilung von der Strähne vorgenommen habe. Jetzt nehme ich zum ersten Mal einen Bleistift, das ist der 6B, auch sehr dunkel, und fange an, hier weitere Nuancen einzuarbeiten. Wie gesagt, die Kohlestifte sind sehr matt und die Bleistifte sind eher silbern glänzend. Dadurch kann man verschiedene Töne in dieser Strähne erreichen und kann auch schon erste kleine Härchen anzeigen. Wie du hier sehr gut sehen kannst, verwende ich nun wieder den Pinsel, um nun die Kohle und das Graphit zu verwischen. Hier kannst du auch gut erkennen, dass ich die Form nun nicht mehr nur nach oben und unten durch die dunklen Bereiche erzeuge, sondern dass ich auch links und rechts von der Strähne etwas dunkler werde, um diese Wölbung auf der Strähne zu erzeugen. Umso weiter ich dann fortgeschritten bin in meiner Zeichnung, umso öfter springe ich vor und zurück und zwischen den verschiedenen Werkzeugen hin und her. Du siehst also, hier nehme ich zum Beispiel gerade wieder den Kohlestift und bringe hier jetzt noch, gerade sieht man sehr gut, verschiedene Unterteilungen in die Strähne ein. Da musst du aufpassen, dass dein Kohlestift sehr schön gespitzt ist, damit du wirklich vom Rand zur Mitte hin das Ganze schön auslaufen lassen kannst. Du siehst jetzt also gerade sehr gut, wie ich sehr oft hin und her springe zwischen den Werkzeugen. Hier ist jetzt wieder kurz der Bleistift, dann wechsle ich wieder das Werkzeug, nehme wieder den Kohlestift und so ist es in der Regel bei mir immer, wenn ich langsam zum Ende der Zeichnung komme. Das liegt einfach daran, dass ich am Anfang einer Zeichnung eher grob zeichne. Ich nehme also, wie du gesehen hast, zum Beispiel einen dunklen Kohlestift und markiere mir alle Bereiche sehr dunkel, die ich dunkel zeichnen werde. Später gehe ich dann immer wieder etwas weg von meiner Zeichnung und sehe Details, die ich einbringen will und dann wieder vermischen will und so weiter. Im nächsten Schritt verwende ich jetzt zum ersten Mal den Radiergummistift, um erste Details und einzelne Härchen einzuzeichnen. Hierbei sei gesagt, dass ich viele dieser Härchen später wieder verwischen werde. Da fragst du dich jetzt vielleicht, warum ich die zeichne, wenn ich sie doch dann sowieso wieder verwische mit dem Pinsel. Das liegt daran, dass ich dadurch sehr viele verschiedene Schichten erzeugen kann. Einige Haare, die ich jetzt gerade male, verwische ich zwar wieder, aber sie werden später in der fertigen Zeichnung noch ganz leicht durchschimmern. Und genau durch diese Maßnahmen erzeugt man ein sehr realistisches Bild, das aus verschiedenen Nuancen, aus verschiedensten Tönen entsteht, die dann einen realistischen Eindruck ergeben. Nun nehme ich wieder den Bleistift, den 6B, sehr dunkel und unterteile die Strähne in weitere Bereiche. Das bedeutet also, dass einfach mal so ein kleines Haarbündel schräg drüber liegt und wir formen damit die Strähne einfach noch etwas mehr aus. Vielleicht wirkt das Ganze jetzt etwas dunkel für dich und du sagst, einige Strähnen sind dir etwas zu stark. Das werde ich nochmal verwischen und dadurch hat man die aber drinnen. Es geht also darum, manchmal zeichnet man etwas ein bisschen zu stark und verwischt es dann wieder, wie man es hier sehr gut sehen kann, mit dem Pinsel. Und dadurch kann es natürlich sein, dass manche Bereiche an manchen Punkten der Zeichnung etwas zu dunkel wirken. Das ist aber bei sehr vielen Zeichen- und auch Öltechniken so. Es liegt einfach daran, dass es oft einfacher ist, alles dunkel zu machen und dann schöne, scharfe Kanten hell reinzuzeichnen und manche Bereiche sehr weich aufzuhellen. Genau das siehst du hier jetzt eigentlich gerade wunderbar. Für einen kurzen Augenblick hat die Zeichnung etwas zu dunkel gewirkt. Dadurch, dass ich aber jetzt mit dem Radiergummistift in der Mitte diese hellen Bereiche reingezeichnet habe,
wirkt das Ganze dann wunderbar lebendig. Und jetzt radiere ich eigentlich nur noch an den Rändern diesen Staub weg, den ich hier verwischt habe, mit dem Pinsel, und dann ist diese eine Strähne fertig. Falls du richtig das Zeichnen lernen möchtest, möchte ich dir meinen 6-stündigen Zeichenkurs empfehlen, den du zusammen mit meinem kompletten Zeichenmäppchen erhältst. In diesem Zeichenkurs zeige ich dir von den Grundlagen bis zu sehr fortgeschrittenen Zeichnungen, was du alles wissen musst, um tolle Kunstwerke zu erschaffen. Wenn dich das interessiert, findest du den Link unten in der Beschreibung. Also, wir machen direkt weiter mit der Übung. Fangen wir an mit der Frisur. Du siehst sehr gut, wie ich auch hier zuerst die dunklen Bereiche markiere. Wenn du dich daran erinnerst, genau gleich war es gerade auch bei der einzelnen Strähne. Der Unterschied hier ist jetzt nur, dass ich mir die ganze Frisur anschaue. Ich schaue also, wo in meiner Frisur möchte ich die dunklen Bereiche zeichnen, und dafür empfehle ich dir auf jeden Fall erstmal mit einem Referenzbild zu arbeiten. Hier hast du auch gerade gesehen, wie ich genauso wie bei der Strähne mal zwischendurch kurz schon mal etwas verwischt habe und dann wieder mit dem Elanio Kohlestift weiterzeichne. Ich arbeite mich also hier Schritt für Schritt von den dunklen Bereichen vor. Man muss da immer wieder hinschauen, mal einen Schritt zurückgehen. Ich kneife manchmal sogar ein bisschen die Augen zusammen, dass ich besser erkennen kann, wo sind wirklich große dunkle Bereiche in meiner Zeichnung. Und dann bringe ich da nach und nach diese Striche ein. Was sehr wichtig ist beim Haarezeichnen und was dir ungemein weiterhelfen kann, ist, wenn du dir nicht zu große Sorgen machst um die einzelnen Striche. Du siehst hier gerade auch, man erkennt zwar einzelne Striche in den Haaren, aber die werden oft wieder verwischt, und am Ende interessiert es auch keinen, ob da ein Haar weiter links oder rechts liegt. Das gleiche gilt auch für diese Highlights. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Ich kenne es von mir selber, als ich das Zeichnen und Malen angefangen hat. Man hat sehr viel Angst, gerade bei den Haaren, dass man was versaut. Wichtig bei den Haaren ist wirklich, dass du dir mehr Gedanken machst über die kompletten Flächen. Also, dass du weißt, okay, unten die Haare, die sind eher dunkel. Rechts oben von der Frisur kommt das Licht und da müssen die Haare dunkler sein. Wenn du diese Übersicht schaffst und verstehst, dann werden deine Haare auf jeden Fall sehr gut, und es wird nicht von den einzelnen Strichen in diesen Strähnen abhängen. Wenn du das verstehst, hast du viel weniger Angst und kannst theoretisch eine ganze Frisur ohne einzelne Haardetails zeichnen, und sie wird trotzdem ganz gut ausschauen. Natürlich bringen diese Details und Glanzlichter und einzelne Härchen nochmal mehr Realismus, aber letztendlich kommt es doch deutlich mehr auf die Lichter und Schatten sowie Flächen in den Haaren an. Man sieht hier jetzt also, die Zeichnung nähert sich langsam dem Ende, und ich springe wieder sehr oft vor und zurück zwischen meinen Werkzeugen, einfach um die letzten Details, wo ich welche sehe, auszuarbeiten. Ganz zum Schluss nehme ich noch kurz den Radiergummi und radiere wieder den Staub, den es beim Verwischen gegeben hat, vorsichtig weg, und somit ist die Zeichnung dann erstmal fertig. So, das war's also mit der Zeichnung. Ich hoffe, du konntest viel lernen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie bitte auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich antworte auf alle Fragen und Kommentare, egal wie ausführlich die Frage ist. Ansonsten würde ich mich natürlich noch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.